Hallo alle miteinander, herzliche Grüße aus Baschkirien. Mein Niva ist einsatzbereit, vollkommen gepackt. Das Dach ist voll getankt. Natürlich mit zweiten Reserverad auf dem Dach diesmal. Wir haben Schneetreiben ohne Ende. Man sieht es am Nummernschild. Und auf den Schneebergen. Heute Nacht um 0 Uhr haben wir es jetzt. Beginnt die große Fahrt Richtung Irkutsk. Natürlich alles, was der Mensch braucht. Ich kriege die Tür jetzt nicht auf, die ist verriegelt. Großes Fresspaket. Und ich gehe mal rum auf die andere Seite. Da sieht man es besser. So. Natürlich alle 4 Katzen mit von der Partie. Heizung ist eingestellt. Mit Katzenklo und Futter. Natürlich da hinten auch alles voll gerammelt. Alles, was man für 3000 Kilometer braucht. Ich werde euch natürlich auf der Fahrt noch weiter berichten, wie die Fahrt verläuft, wo ich Pause mache und den ganzen anderen Spaß. Ich freue mich schon auf die 3000 Kilometer Richtung Irkutsk. Ein bisschen mehr vielleicht. Pi mal Daumen 3000. Die Bürokratie mit an dem Häusl ist alles fertig. Und mein Frauchen wird mich in 2 Wochen dann wiedersehen auf dem Dörfchen. Ich werde sie abholen am Flughafen, die Familie. Ich fahre mit 4 Katzen alleine mit Auto. Hänger abholen in Irkutsk bei meinem Kumpel. Und dann geht's raus auf unser Dörfchen. So, das war's jetzt vom Start. Wir sehen uns im nächsten Teil, wenn ich Pause mache. Hatte ich denn noch was vergessen? Wir haben jetzt aktuell Kilometerstand 165.531 in Ufa, minus 9 Grad. Die Uhr zeigt 0 Uhr 37. Ich bin seit 7 Minuten unterwegs. Und das einfach nur mal für unsere Statistiken. Falls jemand fragt, ich werde euch ab und zu mal den Kilometerstand auch zeigen. Und jetzt geht's weiter. Guten Morgen allerseits. Kleiner Fahrtbericht. Bisher keine Vorkommnisse. Außer, dass ich ein bisschen eingeschneit bin. Ich habe jetzt hier etwa 4,5 Stunden im Niva geschlafen mit meinen Kätzchen. An einer Tankstelle. Es schneit immer noch. Die Nacht hat einen richtigen fetten Schneesturm gegeben. War richtig ekelhaft. Deswegen musste ich langsam fahren. Ich habe jetzt so etwa 250 Kilometer geschafft. Dann war ich einfach müde und habe keine Lust mehr gehabt. Ich wollte was Schlimmeres sagen. Jetzt mache ich gerade mal Kontrolle. Ölkontrolle. Kühlmittel mache ich immer auf der Fahrt. Jetzt werde ich in die Tankstelle gehen bei Tatneft und werde mir ein Käffchen holen. Und dann geht die wilde Fahrt weiter in Richtung Irkutsk. Oh, mir ist kalt, Leute, entschuldigt, ich kann kaum sprechen. Wir haben aktuell minus 27 Grad hier auf dem Weg. Also bis später. So, noch ein kurzer Videoschnipsel von euch von der Fahrt. Heute früh die Kontrolle, Ölstand und Kühlmittel war alles in Ordnung. Kann man überhaupt nicht meckern. Mein Natter schlägt sich tapfer. Um eine Frage für die Allgemeinheit zu beantworten, die kam per Privatnachricht von einem Zuschauer, weil einige Zuschauer von euch, besonders von ehemaligen Kollegen und Freunden aus Deutschland haben ja meine Telefonnummer. Da kommunizieren wir sehr oft über Telegram, WhatsApp funktioniert kaum noch in Russland. Es war die Frage, was machen denn deine 4 Katzen auf solchen langen Reisen im Auto? Ganz einfach, die haben ihre Transportboxen und die dürfen sich während der Fahrt frei bewegen im Auto. Die kennen das alle schon, alle 4. Die sind auch sehr diszipliniert im Auto. Da gibt es keinen Streit, da gibt es kein Rumkriechen. Es gibt ab und zu mal ein Miau, wenn sie was wollen, wenn ich Pause machen soll.
Das ist besonders Fenja-Spezialistin, dann kommt die zu mir vor, auf dem Schoß, Miau-Konzert, die merkt doch schnell, wenn ich müde bin und konzentriert. Dann suche ich mir einen Parkplatz oder Tankstelle, da wird Pause gemacht. Die haben ihr Katzenklo bei der Rückbank unten, hinter Beifahrersitz, dort können sie jederzeit draufgehen. Die haben eine Schüssel mit Trockenfutter stehen, eine Schüssel mit Wasser, die können sich bedienen. Und Tesla und Odin verkriechen sich immer auf die Rückbank, hinten auf meine gestapelten Sachen, auf meine Wäsche, kuscheln sich da ein und schlafen die ganze Zeit. Die sehe ich ganz selten während der Fahrt, die genießen das. Es ist warm im Auto, es ist ruhig und was sollen sie machen? Und Tor und muss ich kurz bremsen, Entschuldigung, schlechte Brücke. Und Tor und Fenja liegen meistens auf dem Beifahrersitz, kuscheln sich zusammen und schlafen da. Im Prinzip kennen das alle vier, die sind es gewöhnt, viele Kilometer fahren. Die kriegen bei mir, wenn ich Pause mache, natürlich abends gibt es Abendbrot und früh gibt es Frühstück. Ich kann nur 2 Mahlzeiten am Tag anbieten während der Fahrt, weil das bekommt denen dann nicht zu viel. Und die gehen dann auch zu oft aufs Klo und die mögen, die wollen noch nicht. Ich weiß nicht warum. Die fressen lieber ihr Trockenfutter und trinken das Wasser dazu. Natürlich gibt es auch ab und zu ein Schälchen Katzenmilch zwischendurch. Also es ist alles normal für die Katzen. Was für das Wohl ist gesorgt, denen geht es nicht schlecht. Und ich bin kein Tierquäler, dass die da die 3000 oder 5000 Kilometer in ihren Kisten sitzen müssen. Das ist absolut Quatsch. Ich habe auch noch nie Probleme gehabt bei Polizeikontrollen, die ich letzte Nacht gehabt habe. Die guckten rein, fragten mich, wohin, alles in Ordnung. Da habe ich gesagt, ja, ich bin auf Dienstreise, mehr müsst ihr nicht wissen. Ich habe nicht über Papiere gefordert, haben meine orange Jacke gesehen, die ich anhabe, meine Beladung vom Auto und waren zufrieden und haben mir einen guten Weg gewünscht. Also, selbst unsere Polizisten stört das nicht, wenn die Katzen da auf dem Beifahrersitz schlafen. Im Gegenteil, da gab es eine Frage, wie viele Katzen haben Sie mit? Sage ich alle 4, Mäusefänger. Habe ich auch noch gesagt, Modachi, viel Glück, das lieber vermutlich und das war's. Gute Reise. Also ich muss sagen, unsere Verkehrspolizisten sind sehr human und auch sehr freundliche Menschen. Ich habe noch nie Probleme mit denen gehabt. Kann ich auch absolut kein negatives Wort dazu sagen, ist einfach so. Und der Sache her habe ich hier noch nie irgendwas Negatives erlebt. Natürlich habe ich auch eine Musicbox mit, die leise vor sich hin dudelt. Natürlich das Video habe ich die ausgemacht und später, wenn ich Lust habe und Pause mache, kann ich vielleicht nochmal ein kurzes Video machen vom Innenraum, wie es zurzeit aktuell aussieht. Das Auto, wie gesagt, ist krachevoll mit allem, was ich brauche für die Fahrt. Und ich melde mich dann später wieder. Straßenverhältnisse sind dank unseres Straßendienstes relativ okay. Und jetzt geht's weiter. Bis später. So, ich muss noch eine Frage beantworten, die ich schon vor längerer Zeit mal auch bei Privatnachrichten bekommen habe. Ich schreibe mir immer so ein kleines Büchlein auf, weil ich nicht viel Zeit habe im Alltagsleben, da irgendwas zu beantworten. Auf YouTube ist auch sehr schwierig geworden. Es geht nur noch mit VPN. Und auch das ist schon teilweise blockiert bei uns. Und ich will keine Blockade meiner SIM-Karte veranlassen, deswegen benutze ich es nur selten. Deswegen jetzt hier an der Stelle, wo ich Zeit habe beim Fahren, viel Zeit, die nächste Beantwortung meiner Frage. Welche Zigaretten kann man denn rauchen in Russland? Und was kosten die? Ja, Zigarettenpackungen bekommt ihr ab 100 Rubel. Zum Beispiel bei mir im Südural auf dem Dorf gibt es billig Zigaretten für eine Packung 100 Rubel. Aber ich sage euch, die schmecken überhaupt nicht. Die schmecken wie Wiesenhang letzte Kehrung. Kann man nicht rauchen. Kratzt im Hals an. Da rauche ich lieber nicht. Normale, die man hier kaufen kann, sind Rottmanns Blau, LD Blau und Winston Blau. Die kann man benutzen. Die sind nicht zu stark und nicht zu schwach. Für meinen Geschmack genau das Richtige, so wie früher die F6 Blau in Deutschland. Die kann man rauchen, ja, und das ist auch mein einziges Laster nach meinem
Hauptlaster, dass ich gutes Essen mag. Ja. Ich rauche gern mal 1, 2 Zigaretten. Natürlich nicht während der Fahrt im Auto, um meine Katzen nicht zu belästigen. Das mache ich nur bei den Pausen. Und ich hoffe, damit eine Frage wieder beantwortet zu haben. Die Schachtel kann ich euch nicht zeigen. Ich will keine Schleichwerbung machen, damit es keinen Ärger auf YouTube gibt. Bis später. Ja, noch ganz kurz. Jetzt haben wir es 13:30, 165.998 Kilometer aktuell der Stand. Hier haben wir mein Futterkörbchen. Ich habe gerade Mittagspause gemacht. Mit einem krönenden Abschluss ein bisschen Schokolade. Ein Geschenk meiner lieben Frau. Ja, da ist meine Musicbox, die ich unterwegs habe. Und es gab auch mal eine Frage, was hört man denn für Musik in Russland? Ich höre ganz normal alles, was man so irgendwie anhören kann. Aber am liebsten auf solchen Reisen höre ich Santiano. Das ist einfach schöne, gute, gemütliche Reisemusik. So, und jetzt gehe ich mal kurz raus, noch was erzählen. Jetzt geht's weiter. Ich bin wieder an einer Tankstelle. An einer geliebten Rosneft, weil die mag ich wirklich. Rosneft und Gazprom sind mir die liebsten Tankstellen. Gefolgt von Tatneft und Bashneft. Da hatte ich noch nie Probleme. Hier ist unser Lader. Eingedreckt vom Schnee ohne Ende. Und jetzt kommen wir noch zu einem wichtigen Detail für euch, für Russland-Freunde und wenn ihr in Russland fahrt. Ja, was noch passiert ist letzte Nacht. Ich hatte ein Kühlungsproblem und zwar da die 2 Lüfter waren die Nacht so festgefroren. Hier war ein richtiger Schneepanzer dran, dass sie nicht mehr gingen, aber jetzt funktionieren sie wieder. Schauen wir uns noch mal das Nummernschild an. Ist nicht mehr erkennbar, richtig? Bei einer Kontrolle bei der Polizei kann das 5.000 Rubel kosten. 50 Euro etwa. Deswegen werde ich das jetzt sauber machen und dann fahre ich weiter. Und die Scheinwerfer auch. Man sieht's, die sind vom Schnee etwas eingedreckt. Und die kleinen hier auch. Das mal so für euch als wichtiger Hinweis, wenn ihr unterwegs seid bei uns und auf den Straßen, regelmäßig bei den Pausen die Nummernschilder reinigen. Die müssen aus einer Entfernung von 10 Metern deutlich zu erkennen sein. Wie gesagt, die sind immer sehr human, unsere Polizisten. Ich habe da noch nie Probleme gehabt. Die haben mich darauf hingewiesen. Ich habe sofort sauber gemacht und fahre weiter. Aber ich werde es jetzt machen. Das abkratzen und muss hinten noch mal schauen, wie es hinten aussieht. Das ist ein wichtiger Umstand, dass die mögen das einfach nicht. Es muss erkennbar sein, weil du hast hier auch auf unseren Straßen extrem viele Kameras. Ah, das ist noch sauber. Und wenn die dann dich nicht sehen, du fährst so schnell, ich glaube, die mögen das nicht. So, meine Mittagspause ist jetzt vorbei. Ich habe mich jetzt mal aus meinem Körbchen bedient. Ich hatte keine Lust, in die Tankstelle zu gehen, weil meine liebe Frau hat mir genug mitgegeben für die Fahrt. Die Katzen haben sie alle in ihre Boxen zurückverzogen. Freiwillig. Die machen jetzt alle ein Schläfchen. Wir schauen mal. Ach, jetzt sind wir munter, wenn wir Pause machen, mal angehalten haben. Na okay, da kann ich sie wieder rauslassen. Weil wenn die schlafen, mache ich die Kiste immer zu, damit ja keine Dummheiten passieren und ich nicht keine Überraschung habe während der Fahrt. So, da können wir gleich für euch Mittagspause auch noch machen. Eine kleine Mittagspause gibt's. Heute gibt es eine extra. Bis später. So, jetzt geht's weiter. Mittagspause beendet. Kätzchen haben alle ein paar Leckerlis bekommen. Von Katzen würden Whisky saufen. Den echten Namen sage ich nicht. Die lieben das. So Käseleckerlis. Ein bisschen, damit sie eine kleine Belohnung bekommen. Für das Disziplin halten. Jetzt geht's weiter. Mein Kampfziel ist heute Abend in Kurgan ankommen. Mal schauen, ob ich es schaffe, wie die Straßenverhältnisse sind. Bis später. So, jetzt kommt ein Videoteil speziell zu einer Fragenbeantwortung. Приветствуем. Очень много были вопросы. Матвей, ты говоришь и понимаешь по-русски? Ну да, конечно. Я живу уже долго в России. 7 лет уже. И моя любимая русская. Поэтому я понимаю и говорю, блядь. Zweiter Teil Fragenbeantwortung, russische Sprache.
Wie habe ich Russisch gelernt? Nun, als geborener Ossi haben wir das Russische im Blut. Wir hatten es in der Schule 5 Jahre. Danach auf dem Abendgymnasium nochmal ein paar Jahre, im Studium ein paar Jahre Russisch. Natürlich, ich bin schon 52. Viel vergessen über die Jahre. Aber der Grundstock ist im Kopf gespeichert. Man muss es nur wieder finden. Dabei hat mir eine App geholfen. Ich habe auf dem Handy eine App installiert, Grundwortschatz trainiert, so bis etwa Stufe S1. Vokabeln gepaukt, das war das Wichtigste. Das Schreiben neu trainiert, die Zahlen. Dann so ein paar Aufbaustufen noch dazu gekauft in der App. Die wichtigsten Phrasen im Leben, Alltagsleben, Arztbesuch, Autowerkstätte. Viele Thematiken habe ich mir dazu besorgt und trainiert, sodass dann wenigstens so in etwa auf Stufe S2 angekommen war. Aber ich habe schnell gemerkt, mein Schulrussisch und das Trainierte hat nicht ausgereicht. Das Zusammenleben mit meiner lieben Frau hat mir dann geholfen. Das tägliche Training Russisch sprechen und sie hat mich immer wieder verbessert, vor allem die Grammatik. Ich bin ein Mensch, der intuitiv lernt. Ich kann nicht aus dem Schulbuch die Grammatik lernen, dann spreche ich die Grammatik. Funktioniert bei mir nicht. Verben deklinieren okay. Präsens, also was aktuell ist jetzt, okay, in Vergangenheit. Aber alles andere war extrem schwierig für mich. Das hat sich erst über den letzten Jahren so ergeben, dass ich immer mehr jeden Tag ein bisschen dazugelernt habe und eine bessere Grammatik gesprochen habe, verständlicher. Aber selbst am Anfang, muss ich sagen, die Völker Russlands, egal wo ich gewesen bin, ob in Baschkirien oder Nizhny Novgorod oder Voronezh, Moskau, scheißegal wo ich gewesen bin. Wenn ich versucht habe, Russisch zu sprechen, auch mit vielen Fehlern, aber die Menschen waren immer extrem freundlich, sehr hilfsbereit. Und selbst wenn wir uns mit Händen und Füßen verständigen mussten, weil es nicht geklappt hat, weil auch die App irgendwie Mist übersetzt hat, es hat immer irgendwie funktioniert dann. Das ist totaler Irrsinn, totaler Quatsch, dass die Völker Russlands aggressiv sind oder bösartig. Nein, die sind uns nicht böse. Zumindest nicht uns aus Ostdeutschland. Sie wissen, dass wir Ostdeutschen Russisch gelernt haben und dass wir mit der russischen Kultur groß geworden sind. Und viele waren auch, die ich kennengelernt habe, in Ostdeutschland in der DDR zu Besuch. Als stationierte Soldaten oder Erfahrungsaustausch. Viele sprechen auch noch ein paar Brocken Deutsch. Nicht viel, aber sie sprechen es. Und dann habe ich meistens auch einen Respekt bekommen, dann dieses Guten Tag, Matvey, wie geht es Ihnen? Also ich kann absolut nichts Negatives sagen über das Zusammenleben mit den Menschen in Russland. Im Gegenteil, ich mag sie sehr. Ein sehr aufgeschlossenes, sehr freundliches und auch immer hilfsbereites Völkchen. Das nochmal so für euch am Rande zur Ergänzung. So, einen wunderschönen guten Abend aus der Stadt Kurgan. Ich bin angekommen, mein Ziel für heute erreicht. Ich werde noch ein paar Kilometer weiterfahren und mir einen schönen Rastplatz suchen, wo ich dann im Auto schlafen kann. Jetzt kann ich wieder schlafen im Auto. Ich war jetzt gerade eine halbe Stunde im Lada-Autohaus, weil ich das Problem hatte, im Dunkeln auf der Landstraße nur mit Taschenlampe vom Handy und bei minus 21 Grad hatte ich zwar versucht, den Fehler zu finden, aber habe es nicht gefunden. Und zwar war Folgendes passiert: Die zwei Lüfter hier vorne, den Radiator, den Kühler, die gingen nicht mehr, die wollten einfach nicht mehr. Jetzt funktionieren sie wieder. Sie haben mir nicht gesagt, was sie gemacht haben. Jedenfalls die Reparatur, war ich erstaunt, kostenlos, und haben mir gute Fahrt gewünscht. Und hat nicht lange gedauert. Aber ich habe gefragt, was das für ein Problem ist, was ich machen muss. Hier vorne an den Kühlergrill muss ein Schutz dran. Es gibt im Zubehörhandel, dass man das zumacht. Bei solchen eisigen Temperaturen und bei solchen starken Schneesturm muss das zu sein, weil die elektrischen Lüftermotoren da vorne vereisen. Dann blockieren die
Und ich denke mal, das hat irgendwo im Motorraum oder irgendwo anders ein paar Sicherungen zerlegt. Und ich habe es ohne Brille, weil ich finde meine Brille momentan nicht. Die ist irgendwo im Auto verschollen. Ich sehe auf die Nähe schlecht. Ich brauche die für die Nahsicht. Habe ich nicht gefunden. Aber egal, Agatha läuft wieder, Lüfter funktionieren. Das heißt, ich kann jetzt bequem mit laufendem Motor und schöner Heizung im Auto schlafen. Dann verabschiede ich mich für heute bei euch. Wie gesagt, ich will noch ein Stückchen fahren, mir noch irgendwo einen Rastplatz suchen. Vielleicht einen kleinen Imbiss, ein Shawarma essen und dann werde ich ein paar Stunden schlafen und dann geht die Fahrt nach Mitternacht irgendwann in den frühen Morgenstunden weiter. Deswegen für heute verabschiede ich mich. Der erste Tag ist damit abgeschlossen.